Nana sasto vichara naiko nipuno Sadharma samstapako Lokanang hitakarino tibhavane Manyau saranyakaru Radha Krishna padara binda bhajana Nande namatvaliko Bande rupa sanatano rugujugo Srijiva Gopalako Bande rupa sanatano rugujugo Srijiva Gopalako. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Srila Jiva Gosvamipad was the last Srila Gauda Bhakti Saraswati Thakur, der hat uns mitgeteilt, dass Srila Jiva Goswami das letzte königliche Beitrag gewesen ist von der Raja Sabha. Also das ist von der Vaishnava-Gesellschaft, Vaishnav Vishva Raja. Er erklärt jetzt, was ist die Aufgabe von Vishva Raja Sabha. So das muss geklärt werden. Also Vishva Vaishnav Raja Sabha, das ist dazu da, um Kontrolle über die ganze Vaishnava-Gesellschaft Kontrolle zu haben, sodass nicht irgendjemand einen Blödsinn machen kann. So die ganze Vaishnav Society, Gesellschaft, die muss eben kontrolliert sein bei der Vaishnav Vishwa Sabha. So wie Swarup Damodar, er hat auch gesagt, Tatsmulim Puri, du bist bereit, du musst für die ganzen Gaudiya Vaishnavas die Verantwortung übernehmen. Das ist, was uns Srila Mahaprabhu hat das uns aufgezeigt. Also in Siddhanta ist es Jiva Goswami, was man machen soll, was man nicht machen soll. Alle feinen philosophischen Schlussfolgerungen in Shuddha Bhakti, das kriegen wir von Swarup Damodar. Und Swarup Damodar, hat die Welt verlassen, aber wir haben mit uns unseren Guru Varga, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Jiva Goswami hat auch schon die Welt verlassen, obwohl sie ewig präsent sein in der spirituellen Welt. Aber von der Vaishnava Raja Sabha ist es die Aufgabe, die Gesellschaft zu regulieren, so dass sie alle das gemeinsame Ziel von reiner Bhakti erreichen. Das soll kein separate Gefühle oder Wünsche sein. Anya Bilasi Dashunyam Gyanakana Benavridam Anukulyena Krishna Nushilam Bhakti Ruttama. So, das soll nur einzig und allein reine Hingabe zu Krishna aufgezogen werden. Das nennt sich Ekayan Padati. But actually those who are Rupanga devotees, they can find a system. They can find that it is totally regulated and directed through one channel. It is called Ekayan Paddhati. You can remember those political leaders, they are sometimes speaking. Politische Führer, die sprechen manchmal, mir soll die ganze Jugend kanalisieren. Also die Energie von der Jugend, das soll man in einen Kanal bringen, so damit sie eben die Society höher, also damit die Gesellschaft besser dasteht. Nicht, dass irgendwelche falschen Leute das ausnutzen, die jungen Leute. Das ist in der jetzigen Zeit das Hauptproblem, dass junge Leute ausgenutzt werden.
in my whole life I can die, but still, but I think they are making some chapati for me, they are my Guru Varga. I think this way, they are my Guru Varga. How I can speak them? I have no right. They are all servants of Chaitanya Mahaprabhu, Guru Varga. So, I have no right to give a special order to them. This way actually, Ekant Paddhati is only possible if there is Ekayan Paddhati ist nur möglich, wenn all our Goswamis, they are all gone, even after. So geht jetzt zurück zu der Zeit, wo alle Goswamis die Welt verlassen haben. Narodam, Srinivas, Yamananda und so weiter. Und die haben uns alle sozusagen allein gelassen, alle sind gegangen. Die Welt war fürchterlich der Zeit. So in der Zeit war die Gesellschaft richtig, die Vaishnava-Gesellschaft total verloren. Also die haben so viel Blödsinn gemacht im Namen von der Vaishnava Society. Chaitanya Manobhista Jena Stapite Jena Bhutale. By Jiva Gosvamipad. They are actually partial. Not that everybody can become a partial of Chaitanya Mahaprabhu. Jiva Goswami, Rupa Goswami, das sind die wirklichen Geweihten von Mahaprabhu. Das sind nicht alle sind die Geweihten von Mahaprabhu, die was Acharyas sind. Das ist nicht richtig. You can do Srila writing. No scientific thing. Exactly. If somebody was not lucky to look at Prabhupada, what they can do with this material life? Still I am speaking. Still, if they have their, power and capacity by the grace of Guru Vaishnava to go through that Prabhupada Stakam, Prabhupada Dasastakam, they can have the clear picture what Prabhupada is. So durch das Astakam von Srila Bhakti-Rakshak Srila Goswami Maharaj, der Charakter ist so schön aufzeigt in dem Astakam, in dem Song von Srila Maharaj, über den Charakter von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Bhava. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, Maharaj, we are illiterate, we are not educated. We like to know how Prabhupada was looking like. Santu Goswami thinking was something. Well, I cannot give any example, but still I am trying my best. Whole world, if you choose some beautiful lady. So, Shanta Goswami ist einmal gefragt, wie war das zu der Zeit? Wie würdest du jetzt Srila Prabhupada beschreiben? Und hat er gesagt, hat ein bisschen überlegt und dann hat er gesagt, wenn du alle schönen Frauen von der Welt zusammensammelst und in ein Zimmer bringst und dort setzt jetzt dazwischen Srila Prabhupada in die Mitte. So, wenn jemand da jetzt kommt, die alle schauen ganz natürlich auf Prabhupada. Also er selber war erstaunt, wo er das Beispiel gesehen hat, gehört hat vom Shanta Goswami. Was für Persönlichkeit muss das gewesen sein? So viele wunderschöne Frauen, aber da schaut man sofort auf Srila Prabhupada, hat er gesagt. Und er hat gesagt, das Bild kann er geben und dann müssen wir es uns selber vorstellen. About Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Patito Dharane Kritavesha Yatim. You can remember, no? Patito Dharane Kritavesha Yatim Adiraja. But everybody is speaking, he has taken initiation from Prabhupada. So he is our Guru Varga, he is actually partial. So no, this Siddhanta is wrong. But how? You are insulting, I am not insulting. I am speaking Siddhanta. The reason for why Prabhupada has taken sannyas. Why? Also warum hat Srila Prabhupada Sannyas angenommen, um all die Seelen zu befreien, die was gebunden waren in der Welt?
understand me? They think we can beat Nimai. Who is Nimai? We can beat heavily. We can beat Nimai heavily. Monk was saying, oh my God. I wanted to give them remedy. So zu der Zeit von Mahaprabhu, dort seien die Leute da gewesen, die haben gesagt, oh, so wie es sich nicht mehr aufführt, so kann das nicht mehr weitergehen. Und hat er gesagt, okay, um dir zu helfen, dann muss er Sannyas annehmen. Dass sie eben verschiedene Stimmungen haben dann. So wenn die mich in der Sannyas-Dress sehen, dann haben sie viel mehr Respekt. So Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, er muss den Sannyas-Lebensanstand annehmen, dass ihm die anderen ihm Respekt zahlen. So, die alle, was Diksha und Harinam genommen haben von Srila Prabhupada, da kann man jetzt nicht denken, dass alle ewige Geweihten von ihm sein. Weil schon, warum würde er in die Welt kommen, ist in die Welt gekommen, um die bedingten Seelen zu befreien. So, das sind nicht ewige Geweihte alle. Satparishards, die bedeuten, die kommen direkt mit Mahaprabhu und die gehen wieder mit Mahaprabhu. Aber alles, was dazwischen ist, das seien bedingte Seelen, die was eben durch Srila Prabhupada gerettet worden sein, weil er den Lebensstand von dem Sannyas angenommen hat. Für das hat er den Lebensstand angenommen, aus keinem anderen Grund. So, this is wrong Siddhanta actually. Now, up to Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Gopal, we have seen how to maintain Vishwa Vaishnava Rasa. So, die Vaishnav-Vaishnava-Raja Sabha, das hat man gesehen, der hat funktioniert bis zum Zeitpunkt von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Also das war ganz exklusiv zu der Zeit. Also die Sahajas, die sagen immer irgendwas dagegen, gegen den Brahman-Schnur, gegen die Safran-Kleidung und so weiter, weil sie keine wirkliche Beziehung haben zum Guru-Varga. Deswegen ist es extrem schwierig und die sagen alles so viel Sachen, die was nur Unruhe bringen. Zu der Zeit von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war das alles in der Gesellschaft, hat es funktioniert, weil es kontrolliert worden ist von der Vaishnava Vishwaraja. Zu der Zeit war das System, dass diejenigen, die was wirklich Guru Varga und Gurudev gedient haben, ganz ausgezeichnet. Also in der Vishwaraja hat sogar Titel verteilt worden. Mahapadesha. Zum Beispiel, das war so ein Titel, verschiedene kleine Titel. Also es sind keine materiellen Titel, sondern spirituelle Titel. If we cannot recognize, if we cannot give honor to devotees according to their activity seva, and if I develop envious attitude, then I am not at all Krishna. So die Devotees wären, wenn jemand eine spezielle Qualität hat, dann muss das verehrt werden. Vaishnavas sein nicht
die wollen selber nicht verehrt werden, aber solche Sachen können verteilt werden. Solche Titel. So, das ist wichtig für die Vaishnava Society, sogar in der materiellen Welt. Und da gibt die Gesellschaft auch, die schaut auch auf das ganze Land. Always watching, and government in a year calling them, giving some special title. Follow, like Padma Shri, this, that. On world basis, the system is always there. Nobel Prize, this, that. So we should recognize. So, dort in der Gesellschaft werden ihm auch solche Titel verteilt für die Gesellschaft. This is the present system. If my Godfather is there, then I'm not going to get that much honor. He is very qualified, he can speak nicely, he can do kirtan, so kill him or throw him out. So, heutzutage ist es so, dass sogar wenn jemand eben ausgezeichnet Harikata gehen kann, Kirtan, dann wird er beiseite geschaffen. You know how he very sadly gone on this. Until and unless our society is going to give honor to those appropriate person, then society is bound to break down, collapse. So Prabhupada was very careful. So Srila Prabhupada, der war da auch immer ganz aufmerksam, um die richtigen Personen richtig zu verehren. And I think after Jiva Gosvamipad, Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Thakur was the fittest personality to nach Srila Jiva Goswami war die fitteste Person Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Prabhupada, der was das weitergeführt hat, die Vaishnava Rajya Sabha. The best possible way. Why? It was the motto of Prabhupada in his own life. Every fraction of second Prabhupada thinking about the good of this. So jede Fraktion, jede Sekunde denkt Srila Prabhupada nach, wie man eben der Gesellschaft helfen kann. Prabhupada thinking how I can do some good for them so that they can grow Krishna consciousness. If we can find that kind of mentality with all, wollte ihnen alle eben Krishna-Bewusstsein weitergeben. For my personal honor, I can ignore somebody, I can throw somebody, I can do that, I can give, für persönliche Ehre kann man sogar manchmal eben qualifizierte Leute rausschmeißen aus seinem Tempel, aus seiner Gesellschaft, weil man eben selber die Ehre will. Aber das sind keine Vaishnavas, das sind Dämonen. Oder manche geben Einweihung zu Leuten, die was eine große Position haben in der Gesellschaft. Das ist keine Einweihung. Sowas soll nicht passieren in der Vaishnava Rajya Sabha. Sondern das System wird vollkommen alles zusammenbrechen. Srila Bhaktivinoda Thakur, der hat über die Sachen nachgedacht und geweint. So am schönsten gibt es ein Riesenproblem. Heutzutage hat, oh, das ist mein Gurudev, das ist dein Gurudev, das ist mein Gurudev. Und alles sind an verschiedene Orte aufgeteilt. Srila Prabhupada, der hat sich gedacht, er hat keine persönliche Identität. Er identifiziert als Sikh Nityananda Prabhu und verehrt so den Guru Varga. So, das war das System zu der Zeit. Srila Jiva Gosvamipad, as Rajpatra of Vishweshwara Rasvava,
So Srila Jiva Goswami war die auserwählte Person, die was eben Kontrolle über die Vaishnava, Vaishnava Raja gehabt hat, über das Siddhanta, über alle Schlussfolgerungen. Und jede Sekunde hat er darüber nachgedacht. Also über ganz, ganz feine Punkte hat er da eben nachgedacht. Parakya, Swakya. So, heute ist der Erscheinungstag von Jiva Gosvamipad. Er will das nur berühren. Ontological Aspekt und Morphological Aspekt. So, wenn die Vaishnavas erscheinen, erklärt man ein bisschen die Geschichte, aber meistens das Siddhanta. Das ist das Wichtige. Was ist das Siddhanta, was uns Jiva Goswami gegeben hat? Große Schriftsteller, die sagen, also die was in Deutschland so, Jiva Goswami, der sagen, hat Geburt genommen 10 Jahre vor Chaitanya Mahaprabhu. In Wirklichkeit Sanatan Rupa und Jiva Raghunath, die sagen nicht, dass sie irgendein Datum geben, wo sie erscheinen sein. Prabodhananda Saraswati und so weiter, Lokanath Goswami. Zu der Zeit, wo Krishna Kaviraj Das Goswami das Chaitanya Charitamrita geschrieben hat, hat der Lokanath Goswami gesagt, bitte gib meinen Namen nicht in das Buch. So, das ist die Stimmung von unserem Guru Varga, Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur und so weiter. Bhaman Goswami genauso. Srila Bhaman Goswami hat gesagt, er will sterben, dass ihn keiner kennt in der Welt. Und dass sich keiner. Er will keine Ehre für sich. Er will einfach ganz still und leise die Welt verlassen, ohne irgendeinen Rummel. So, Vaishnava Pratishta, das berührt nicht unser Herz. Vaishnava Pratishta ist ganz was anderes als wie materielles Pratishta. So, Vaishnava Pratishta, wenn man seine Ehre kriegt, dann gibt man die Verehrung sofort weiter zu seinem Gurudev. Dann der Gurudev gibt es wieder weiter zu seinem Gurudev. Und so geht es alles an die Lotusfüße zu Radharan, Nityananda, Balaram und ultimativ an die Lotusfüße zu Radharan. Also wir, die Vaishnavas, nehmen keinen Kredit selber auf sich für das, was sie gemacht haben. If I speak anything unusual, which is not just in line with Prabhupada and Bhaktivinoda Siddhanta, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dagi, any new Siddhanta you are going to speak, which is unusual, all responsibility can go on you. It is your responsibility. But if I am going to remember all Siddhanta Guru, so, wenn du dich immer erinnerst an das Siddhanta von deinem Guru Varga, nachher bist du sowas wie ein Postmann. Der hat die einzige Aufgabe und Verantwortung nur, dass er die Briefe zusammensammelt und dann austeilt. Und so sind die Vaishnava genau gleich. Die gehen in die weite Welt und verteilen die Briefe. So, was da jetzt drinnen steht in dem Brief, was positiv oder negativ ist,
für das ist der Postmann nicht verantwortlich. Derjenige, was dann den Brief kriegt, der kann nicht den Postmann jetzt dafür das verantwortlich machen. So, das ist, nennt sich, also ja, das Gehörte einfach weitergeben, so wie man es gehört hat. Ohne irgendeine, die Verantwortung, das ist alles, geht alles auf unseren Guru Varga zurück. Wir sind nur die Vermittler. So, das ist das System. So jedes neue Vedanta, die ganze Verantwortung geht zu den Lotusfüßen. But if I have no vanity, no false ego, that I am a preacher, I have no vanity, I am a preacher, who am I to preach? If I am in line, Prabhupada can sit here and speak Harikatha. So, wer kann wirklich predigen? Nur wenn man eben in der Linie in Anugati ist mit Srila Prabhupada. So, das, was er gesprochen hat, das gibt man weiter. So you see, actually, it is more practical to understand. Because they are writing so many books. Sometimes they forget to write the date when... So, die Goswamis, die haben manchmal vergessen, das Datum eben aufzuschreiben, weil sie so vertieft waren in ihrem Schreiben. Even they are putting some note at last, which is most confusing for you. Und manchmal ist am Ende sogar eine Notiz, was ganz verwirrend für uns wirkt. Manchmal, Srila Prabhupada Saraswati hat zum Beispiel geschrieben, so im letzten Vers vom Radharasudinidi sagt Prabhupada Saraswati, dass in seinem Herzen Mayavad-Philosophie ist, er selber stellt sich als Mayavadi dar. Very training, now I am free by the mercy of... Then everybody, your big Acharya and Radharani say, hey, he is actually... Und alle die großen Acharyas, die denken und sagen dann, dass das der Prabhupada der Prakashananda Saraswati ist, der Mayavadi, was der Chani Mahaprabhu getroffen hat. Aber das ist Demütigkeit. Chaitanya Mahaprabhu selber hat gesprochen in Dakshin in South India in Madhavacharyas Platz. Mahaprabhu hat ihn gefragt, die Leute, die Acharyas, so könnt ihr mal bitte das Satya Tattva sagen. Mahaprabhu ist ganz ruhig gewesen, hat sich das angehört. Mahaprabhu sagt dann zu ihnen, oh, ihr wollt mir nicht das richtige Siddhanta geben, weil ich eben ausschaue wie ein Mayavadi Sannyasi. So, das ist der Grund, warum sie, sagt Chaitanya Mahaprabhu, dass sie eben nicht wirklich das Satya Tattva erklären. Aber jetzt können irgendwelche dummen Leute, die können dann sagen oder verstehen, dass eben Chaitanya Mahaprabhu ein Mayavadi ist. Krishnadas Kaviraj Goswami, der hat da geschrieben, er ist ganz, ganz niedrig, niedriger wie ein Käfer, wie ein Insekt im Kot. So, Krishnadas Kaviraj Goswami, der identifiziert sich selber als so eine niedrige Person. Obwohl Gaura Kishore Das Babaji Maharaj genau so, der spricht auf dieselbe Art und Weise. Der sagt, er ist so gefallen, wenn ich tot bin, nachher bindet es mir an einen Wagen oder mit einer Kette an Hunde und Wölfe und zieht meinen Körper dann durch die Straßen. Und dann werft es mir in die Ganges.
people, they are so foolish that what is the Babaji was giving his last desire, that when after death we have to tie a rope and die sogenannten Nachfolger von Gaura Kishore Das haben dann gesagt, oh, das ist der letzte Wunsch von Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, dass er eben so das mit seinem Körper nach seinem Tod passieren soll. Aber Srila Bhaktisiddhanta hat ist aufgestanden und hat gesagt, was sagt ihr da, was macht ihr da, was habt ihr für Verständnis von dem, was er gesagt hat? Könnt ihr aufzeigen? I have no Godfather. Who is Godfather? Who is Godfather? You are fully speaking. Your Godfather, your Godfather. Who is Godfather? Who is not going to follow my Guru Maharaj? How I can say he is my Godfather? So, Gottbrüder sind wirklich nur die was wirklich an Guru, die folgen. Then I can try. I am not disciple of Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj. So, kann auch nicht sagen, dass Schüler von Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami ist. Maybe some defects is there, I'm trying to reconcile, day by day trying to overcome some problem. That's okay. But totally I'm not following Guru Maharaj and like, I'm the disciple. You see, you can give me honor. I'm the disciple of Bhakti-Pramod Puri Goswami. Many people. This is not the system. On the contrary, you will have to behave, you have to do bhajan in such a way so that people become interested to know. So, du musst eben selber so tief im Bhajan absorbiert sein, dass die Leute interessiert sind, wer ist sein Gurudev, dass sie selber fragen, oh, wer ist sein Gurudev, was hast du für ein Gurudev? Das ist nicht ein neues Siddhanta, das ist, Srila Prabhupada hat da über das gesprochen. Come on, we cannot see Radha Govinda with his eyes. On the contrary, we have to behave, we have to do bhajan in such a way. Also wir sollen so handeln, dass Radha und Krishna eben uns sehen. Wir sollen uns so verhalten, so ins Bhajan gehen, nicht, dass wir uns denken, oh, wir können jetzt auf dem Altar schauen und Radha Govinda sehen, sondern die sollen die sehen lernen. If you can go inside the room of a big rich man, and if you enter the room, you can find Maharaj. There is so nice picture of Bhajendra Mokshan. Here they are nice, so nice devotee. Also viele reiche Leute haben auch schöne Bilder von Krishna-Bewusstsein im Zimmer hängen, aber das ist nur eine Selbstbefriedigung, eine Sinnesbefriedigung. Der will sich befriedigen mit den Bildern, das ist Karma, Lust, so. Aber nicht wirklich, dass er Krishna verehren will. Aber viele dumme Leute gehen hin, oh, das muss ein großer Devotee sein, das muss ein großer Devotee sein. Aber das ist keine devotionale Stimmung. So, das ist ganz schwer zu verstehen, das Siddhanta. Nur durch die Persönlichkeiten wie Srila Jiva Gosvamipad und so weiter kann man die Dinge verstehen. If you have seva mood, any situation you can approve. Any situation you are put into, you should approve. Well, it is done by Nityananda Prabhupada. So this kind of fine Siddhanta is almost rare, you see. So, you see, it's more authentic, more practical to feel, to understand. So, es ist mehr praktisch zu fühlen, dass Jiva Goswami 10 Jahre bevor Chaitanya Mahaprabhu das Verscheiden Geburt genommen hat. All unser Guru Varga, der spricht so. Baba speaking is some big philosopher speaking, Hare Maharaj, he is identifying himself in such a dirty way, as a fallen soul.
So I have no time to follow his philosophy. He himself identifies he is a fallen soul. So nur weil sich Vaishnavas selber so sagen, dass sie eben niedriger wie der Wurm im Kot sein und so weiter, dann darfst du nicht jetzt denken, dass mit so einer Person, die was selber so über sich spricht, da will ich keine Gemeinschaft haben, weil da kann nicht viel rauskriegen aus so einer Freundschaft oder wenn ich an solche Leute denke. Aber das ist Demütigkeit. Desto mehr du die Demütigkeit hast, desto mehr bist du in Wirklichkeit fortgeschritten. So Hegel, Kant, Einstein und die ganzen Leute, die haben auch das aufgezeigt. Obwohl das materielle Leute sein, dass wenn sie ins Universum geschaut haben, nachher haben sie gesagt, sie sind komplett hilflos, wenn sie in den Himmel schauen. So viele Sterne und Planeten, wie ist das möglich, dass all die großen Planeten sich so halten können im Universum? Different planet, alien, those who are staying in different planet, like our human being, no? They are also like human being. They are called alien. Those scientists speaking, those alien, if coming here in this material world, they cannot discover us. Why? They cannot see. We are so teeny. Yes, you are laughing. We are so teeny, he cannot see. He can go through a paddy field, you see, like, cannot see. Like a mosquito, like, ant, you cannot see. It's really so, yes, their body is so. Even in this material world, rhinoceros, you see, if you look at, oh my God. Huh? And Chaitanya Charitamrita is Timingil. Timi. What? Huh? Timingil, why? In Chaitanya Charitamrita, da ist der Timingil-Fisch beschrieben. So das ganze große Fisch, weil jetzt hat er eben gerade erklärt, dass es Planeten gibt, wo viel größere Lebewesen sein. So wenn die auf der Erde kommen, dann sagen die Wissenschaftler, dass eben wir Insekten sind. Wir sind dann die Insekten. Die können uns nicht einmal, die bemerken uns nicht einmal. Because otherwise you cannot think. You can think I'm nice inside this room, Maharaj, no problem. Also man muss über die Sachen nachdenken, sondern thinking about the problem all over the world, how to save them. Even he like to kill the devotee, still the devotee want to save him. Also wir sollen nicht in unseren kleinen Teich schwimmen, sondern wir sollen unser Bewusstsein erweitern und wirklich in den Ozean gehen. Guru und Vaishnava, die sind ständig beschäftigt, dass wie sie der ganzen Welt eben ein höheres Bewusstsein geben können. Die sehen die ganze Welt, dass die ganzen Leute dort ins Feuer rennen. So, die wollen ihnen helfen, Ratschläge geben und so weiter. Sondern es war all the associates of Chaitanya Mahaprabhu, deputed delegates, they are coming here to help us to cut material bondage and go. Why you are here? This way, the name of Jiva Gosvamipad is topmost. Why? After Rupa Sanatana gone, Jiva Gosvamipad was very, very anxious about us bondage souls. So Jiva Goswami war so eine Person, die was eben so darauf geschaut hat, wie er jetzt der ganzen Menschheit helfen kann. So, es ist mehr praktisch, dass Jiva Goswami 10 Jahre bevor Chaitanya Mahaprabhus Verscheiden Geburt genommen hat.
in manche Granthas, in manche Schriften, wenn Rup und Sanatan und Anubhav gekommen sind und sich mit Jiva getroffen haben, das kann man aber nicht sagen, weil sie eben ewige Geweihte sind. In dem Lila sind sie vielleicht das erste Mal kommen, in einer ganz einfachen Kleidung. Und zu der Zeit war Jiva Goswami ein Baby, also der war im Schoß. Und Jiva Goswami hat dann auch Chaitanya Mahaprabhu sehen können. Jiva Goswami hat den Körper 85 verlassen. So 85. And up to 20 years, after 20 Und nach he vanished. 25 Jahren ist er schon wieder, hat er die Welt verlassen. Externally renounced order and gone outside. Er ist in den Lebensstand von Sannyasi eingegangen. Und 20 in den Lebensstand von Sannyasi. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, die haben alle zu der Zeit schon die Welt verlassen. So Jiva Goswami weint immer nach der Sein, der Persönlichkeiten. After that, nobody allowed that small boy to go. Then ultimately was very clever, took decision. I'm going to Navadvip to learn, to get education more. Because that time, Navadvip was, the topmost place in the whole world. Das alte Oxford. Navadvip is the Oxford of India. It's derogatory to speak that way. I would say Oxford is the Navadvip. Oxford is the Navadvip. I cannot speak that way. It's derogatory. Also Navadvip war so wie Oxford. Aber man muss das eigentlich umdrehen. Weil Oxford ist ein materieller Platz und Navadvip ist ein transzendendaler Platz. So Navadvip ist nicht gleichzusetzen mit Oxford. Navadvip ist viel, viel höher. Alle sind zu der Zeit gekommen und haben dort studiert. Überall von der ganzen Welt. Wenn du kein Zertifikat gehabt hast von Navadvip, nachher bist du, wenn du da kein Zertifikat von Navadvip gehabt hast, nachher wird die keiner ernst nehmen. So you see, that time that was the situation. So Jiva Goswami was very clever, took advantage of the thing. Actually, I would have to go to Navadvip to take education more. Well, those family members told, well, you can go. But actually, day and night, Jiva Goswami was staying at room. Every now and then, Jiva Goswami was going faint in the name of Hanita. So, Jiva Goswami war ganz außer sich, wenn er immer die Namen von Nitai gerufen hat. Und er ist in Ohnmacht gefallen. Schau dir das Bhakti Ratnaka Madhumata Sakya Narahari Prabhu. You can find. It is written there. Every now and then, So Jiva Goswami, der ist immer in Ohnmacht gefallen und wo er die Namen von Nitai und Gaura gerufen hat. so beautiful looking, like one, Und er war so ausstrahlend, ganz eine schöne Persönlichkeit. Nicht vergleichbar mit irgendeinem Prinzen von der Welt. Und Jiva Goswami hat Tränen in seine Augen gehabt. Und er hat so wunderschön ausgeschaut und alle haben sich gedacht, das ist eine Person von der spirituellen Welt. Everybody looking at you. Who is he? Is prince or something? No prince. He is a Vaikuntha picture. Jiva Gosvamipad is transcendental picture, you see? This way, you see, Jiva Gosvamipad ultimately reaching Navadvip. Why? There's one kind of indication. Because when you know, first time when Rup Sanatan was bound to meet Chaitanya Mahaprabhu, that time
So, wo Rupa Goswami und Sanatana Goswami sich getroffen haben mit Jiva Goswami, da war Nityananda Prabhu auch da. So, Jiva Goswami hat sich dort mit dem Nityananda Prabhu getroffen. So, er war so vom Glück begünstigt. Jiva Goswami with Nityananda Prabhu. Und sich dort mit Nityananda Prabhu hat er sich getroffen. Und Nityananda Prabhu Segnungen. Ohne die Segnungen von Nityananda Prabhu, obwohl er ewiger Geweihter ist, zeigt er doch auf, dass man eben die Segnungen von Nityananda braucht. Das gleiche war mit Raghunath Das Goswami. Das sind alles ewige Geweihte, aber die zeigen auf, wie wir unser Leben zum Führen haben. Go now at home. Gradually people can get the end of this material ocean. You can also get this kind of chance today or tomorrow. Don't be busy. Go now at Raghunath crying, I come to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Send me. Because without the keeper of Nityananda, Gauranga is unable to accept the Jiva. So, ohne die Barmherzigkeit von Nityananda akzeptiert Gauranga keinen. So, du musst durch Nityananda Prabhu zu Gauranga Mahaprabhu kommen. This is one kind of thesis, scientific document, long time ago. If all devotees they bless me, I can try to discuss this point. Very soon. Follow. So, for Raghunath also, same. Not that for Raghunath the rules was broken. No. Go back. And when Nityananda Prabhu giving full kippa, Doichira Mahotsav, you can know. Also in dem Dahichira Festival, dort hat Raghunath Das Goswami die Barmherzigkeit von Nityananda Prabhu. Weil Raghunath Das Goswami hat geweint und gesagt, er möchte den Dienst zu Mahaprabhu, er will dort den Dienst zu Mahaprabhu. Und nachher bitte gib mir einen Dienst unter der Führung von Swarup Goswami. Durch Nityananda Prabhus Barmherzigkeit ist alles eintroffen. Chaitanya Mahaprabhu selber hat gesagt, oh, Swarup Damodar, kümmere du dich um den kleinen Raghunath. Haridas also, Choto Haridas, Baro Haridas, and Raghu also, Raghu Jugo, Raghunath Bhatta, and Raghunath Das. So, specially keeper. Then Raghunath was getting same keeper. Same, actually now Nityananda going to give full keeper. So Nityananda Prabhu gibt jetzt die volle Barmherzigkeit zum Jiva Goswami. Jiva Gosvamipad was lucky enough to get the guidance of Nityananda about Dham Parikrama. Er hat ihn sogar geführt durch den ganzen Navadvip Dham Parikrama. Das ist alles persönlich ausgeführt worden von Nityananda Prabhu, Sakshat Balaram. Nityananda Prabhu hat ihn dahin geführt und dahin geführt. Oh, das ist der Ort, wo Prabhu so gespielt hat. Das ist der Ort, wo Mahaprabhu Geburt genommen hat. Das ist, wo Jiva Goswami gibt ein spezielles. All your previous, ancestor, those who I know, Raghunath, Rup, Sanatan, they all gone to Vrindavan by the order of Prabhu. So it is your specific blessing. So Rupa, Sanatan und die sind alle schon nach Vrindavan gegangen. So geh du jetzt auch, folg ihnen, aber zuerst komm nach Varanasi. Und dort
ist eine Person namens Madhusudan Vaschapati. So trifft die mit dem dann, das ist ein Schüler von Sarvabhauma Bhattacharya. So nimmt dort die lernen von ihm, das Srimad Bhagavatam und so weiter. Nachher hat er sich eine Zeit aufgehalten in Varanasi. So you see, after that, when reaching the lotus feet of Madhusudan Vachaspati, so, wo er zum Madhusudan Vaschapati gekommen ist, der hat sich dann gedacht, oh, der ist eine ganz spezielle Person, hat er sich gedacht. Giving lesson, he is a gigantic figure. He is a not ordinary boy. So his Vidaval, his knowledge is so deep. Bakaran, Alankar, everything done before. So Jiva What to Gosvami, speak about Baladev Vidavasana also? Bakaran, all like, dust. Done before. But here people, if they are giving 15 years to go through Panini Vyakaran, they can cry, Maharaj, it's impossible. also die haben so schnell das ganze Vyakaran und die Sachen gelernt. Aber Panini Vyakaran, Leute in der materiellen Welt, was die studieren, können So special merit you need. nicht einmal wirklich schreiben. So Madhusudan Vachaspati could very easily realize, oh, I'm lucky to get such So Madhusudan Vaschapati hat realisiert, oh, er hat solche Studenten, er muss so vom Glück begünstigt sein. Listen one by one, after listening one time, finish. Also Jiva Goswami, er hat nur einmal das Ganze hochen müssen und ganz in ganz einer kurzen Zeit hat er das ganze Gaudiya Siddhanta, die Gaudiya Philosophie gelernt. We have no place in this material world, big universe, where we can get and take the lesson about Gaudiya Vedanta Siddhanta. At present, this is the situation. In BHU, Benares Hindu University, you can go. You can find they are reading Ramanuja Vedanta. Because sometimes some question, I've also been there for some reason, to search something. I talk with them. They say, Maharaj, who is going to read Gaudiya Vedanta? Because one professor, you need to pay 80,000, 1 lakh. If there is no student, how we can arrange? They are speaking this way. They are speaking. Actually, those who are Gaudiya society, they are so lucky. They are so rich. But they are so foolish. Nobody there to go through Gaudiya Vedanta Siddhanta. There is no student, Maharaj. How we can arrange one professor? It takes 1 lakh rupees for one professor, 1 lakh 10,000. How we can arrange? If there is sufficient student? Also das Gaudiya Siddhanta ist so tief zum Verstehen. Jetzt momentan kann man eben lernen an der Universität so Ramanujacharya Siddhanta ist da studiert. Aber wer studiert das Gaudiya Siddhanta? Heutzutage lernen nur die Vaishnavas ein paar Verse und so weiter und dann meinen sie können Klasse geben. Sondern das muss alles Feeling. Also wir wollen ein direktes Gefühl vom Guru Varga, nicht nur große Lecturegeber, Klassensprecher. Manche sprechen über das Vedanta, manche über das Bhagavatam und kriegen so viel Ehre. Aber one small story, practical. It is not actually false story. I told you now one day, you can remember, one day there was a big Shava
Also eines Tages, da war eine große Sabha, so eine Gesellschaft mit Sadhus. Und ein ganz einfacher Sadhu ist gekommen. Und viele haben erklärt und erklärt ganz philosophische Punkte über das Vedanta. Aber dann hat der Aufseher von der Sabha den jungen Mann gefragt, oh, er macht nur Bhajan, er hat keine wirklich eine Bildung oder irgendwas. Wir wollen aber ein bisschen was von dir hören. Und dann hat der Sadhu angefangen zu reden über das Vedanta, aber so ausgezeichnet, dass sie alle erstaunt waren. Just now, the sadhu speaking, I am not educated properly, I know nothing about Vedanta. He is speaking the topmost secrets of Vedanta. Even we don't know. After the sabha was over, they stand up and so nachdem die Sabha, die Besprechungen fertig waren, und sind zu ihm gegangen und haben ihn gefragt, oh, was für einen Grad hast du im Studieren vom Vedanta angenommen oder gekriegt? Und er hat gesagt, nein, er macht nur Bhajan. Das ist so selten. Und dann hat er seinen Kopf verbeugt und hat gesagt, er fragt sie dann, die anderen, oh, kann ich euch eine Frage stellen? Und dann haben sie gefragt, oh, was war die Stimmung, wo du Vedanta lesen angefangen hast? I like to know, let me know, what was the idea, what was the conception, what was the desire when you started reading Vedanta? Also was war da der Konzept, war das Konzept, was war deine Gedanken? So, die wollten eben große Philosophen werden und damit sie lang über das Vedanta sprechen können. Und dann sind sie das ja geworden. Vaishnava in front of Vaishnava, if you start with some different mood, then you can get it satisfied. Original thing you cannot get. You should be very clear. We say na Vanchakalpadurvasya, Vanchavan wishing tree. We have seen in the life of Guru Maharaj, many people come here and say, maybe you have the great good. No! They are coming in front of Guru Maharaj to get some advantage of business, this, that, some position, rank, Guru Maharaj giving them. Even Prabhupada also. Prabhupada also. Prabhupada knowing he is having some attraction for money. So, sogar Guru und Vaishnavas, die sind so trickreich, dass sie eben Leute, die was können mit den Wünschen von Geld und Anerkennung und so weiter, dass sie das dann auch kriegen lässt. Und die meinen, oh, sie seien jetzt große Weite von Srila Prabhupada. Aber es war in die Irre, hat er sie geführt in Wirklichkeit. Before leaving body, or giving this box. You keep this box with you. I am very sick. You open the box and find lot of money, huge amount of money. Prabhupada wanted to cheat him. With that money, he wanted to procure special land in his name. Those Vaishnavas, they are very clever. Don't try to make fool of any Guru Vaishnava. Also die Vaishnavas, die sind so clever, die sind so, die können die immer abzocken. So, wenn du Verehrung willst, wenn du Ruhm willst, Geld willst, nachher, wenn du wirklich nicht die Demütigkeit aufzockst, als eine gefallene Seele und die so vor die großen Seelen begibst, nachher können sie die ganz leicht in die Irre führen, sodass du dann solche Sannyasi is folded and seeking. Never mind. You started Vedanta with this mood that you can become a Vedanta star. So you are. Also jetzt kommen wir wieder zurück zu denjenigen, die was eben das Vedanta studiert haben. Sie wollten große Lehrer werden. Und so sind sie das dann geworden. Previously you have so many degrees, but I have no degree. I'm almost so you have taken only
Aber der Junge, der sagt dann, oh, er hat ganz normale Ausbildung und er hat immer sein Gurudev dient. So durch das hat er hat gesagt, wenn er immer die Schriften gelesen hat, und hatte immer die Stimmung gehabt, dass er, oh Vedanta, er hat es an seine Brust genommen, er hat gebetet, bitte segne mich, so dass ich irgendwelche Realisierungen kriegen kann. So, das war der Wunsch, mein ganzes Leben. Und dann haben die großen Gelehrten gesagt, du bist wirklich ein Vedantist. Du hast das direkte Gefühl. Er hat uns auch schon mal gesagt, ein großer Pandit in Rajasthan, an einem Ort in Orkha, der ist vom König gegangen und hat gesagt, oh, er hat gelernt in Varanasi und er möchte jetzt das Bhagavatam erklären. Und der König war aber auch Devotee, der hat die Vaishnavas gern gehabt und dann sagt aber der König zu ihm, als allererstes krieg volle Geber, volle Barmherzigkeit vom Bhagavatam. Geh zuerst und komm wieder zurück, wenn du die wirkliche Barmherzigkeit vom Bhagavatam hast. Again gone through Bhagavatam, again coming in front of king and speaking. King, now I again gone through the detailed scrutiny, and now I can explain Bhagavatam. Und nachher ist er gegangen und hat dann wieder das Bhagavatam studiert. Und der König hat aber wieder gesagt, na, bis jetzt hast du wirklich noch nicht die volle Barmherzigkeit von der Schrift. Und dann geht er wieder und kommt das dritte Mal und sagt, oh, that Pandit was very big way, started big way, I think king always speaking this way, I have so many degree, Vedanta, Bhagavatam, this, that. Oh my God, I can go away. Gone away to a lonely place at the bank of Ganga. Und nach dem dritten Mal ist er dann gegangen, auf einen einzelnen Ort an die Ganga mit der Bhagavatam-Schrift und hat lesen angefangen und hat Tränen in die Augen gehabt und dann hat er wirklich die Essenz verstanden von den Schriften von Bhagavatam. I was also mad to read Bhagavatam, lonely, nobody there. Who is going to hear? Suitable, not even a single man, like man, the reading. Srila Maharaj hat genauso das Bhagavatam im Surya-Kund aufgesagt. Kein anderer Mensch war da, um von ihm zu hören, aber er hat es einfach gemacht für die Zufriedenstellung von Sankirtan Pitta Chaitanya Mahaprabhu. We have no knowledge about the whereabouts of that man. You don't know? Your family member? No, you secretly gone somewhere. Then the king started searching, where gone? Und nachher hat der König hat sich gedacht, wo ist jetzt der? Jetzt ist er schon so lange nicht mehr zu mir gekommen. Und er hat die Familiengehörigen gefragt, aber keiner hat irgendwas gewusst. Und nachher ist er irgendwie zu der Information gekommen, dass er am Fluss von der Ganga sitzt und dort das Bhagavatam liest. Und dann geht der König dorthin. Und der König schaut von der Distanz, schaut auf ihn. Oh, jetzt. Und er geht dann, weil er ihm sieht, dass er Tränen in die Augen hat. Und der Maharaj sagt dann, oh, heute habe ich die Möglichkeit, weil du hast jetzt die wirkliche Barmherzigkeit gekriegt vom Srimad Bhagavatam. Von dir möchte ich jetzt hören. If you realize Bhagavatam means Krishna himself. If you can enjoy Purkiva Bhagavatam, then you have right to recite Bhagavatam properly. Because Yad Vaishnavanam Dharam is the property of those Paramahansa Vaishnavas, not my property. Not an instrument to earn money.
So Srimad Bhagavatam ist nicht irgendwas, wo du Geld verdienst. And late, as was a system with Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. A system. One incident I can speak. That time actually, one day Prabhupada coming in library. Eines Tages ist der Srila Prabhupada in die Bibliothek gekommen. Actually, Prabhupada coming into library and asking. Srila Prabhupada ist in die Bibliothek gekommen und hat gesagt, Bharti Maharaj gone? Oh, Bharti Maharaj ist gegangen. Bhakti Vivek Bharti Maharaj. Bhakti Vivek Bharti Maharaj gone for part. Ist ein Part nehmen gegangen. Weil eben ist eingeladen gewesen zu Harikatha. Bhakti Vivek Bharti Maharaj. Ja, hat gesagt, er ist gegangen. Then Prabhupada asking, with which book? Und Srila Prabhupada hat dann gefragt, mit was für ein Buch hat er mitgenommen? Mit dem Srimad Bhagavatam. Actually, we Gauriya devotees first will explain the Kripa of So, bevor die Gaudiya Vaishnavas sprechen, lesen sie zuerst vom Chaitanya Mahaprabhu und weil eben dort die Barmherzigkeit ist von Gaur Nitai. Und das ist das Problem zur Zeit. Weil wir eben nicht wirklich Informationen haben über die Personen. Srila Prabhupada hat immer gesagt, gleich wie der Jiva Gosvami. I think at the time of Prabhupada, much more restriction under the guidance of Jiva Gosvamipad. Much more restriction. You cannot do this, you cannot do that, you cannot. Now at present we see. So zu der Zeit von Srila Prabhupada, da sagt man immer. I never heard this. Also heutzutage sind viele Regeln und Regulierungen, die was dann immer befolgt werden. Heutzutage sieht man sogar, dass Matajis Girlanden an Acharya geben. Also das ist nicht richtig, das ist wie ein Sahajya. Nirgends steht es in den Schriften. So Srila Prabhupada war da ganz strikt in all die Regeln und Regulierungen. Unter der Führung eben von Jiva Gosvamipad. Jiva Gosvamipad was very careful. Bhaktivinoda Thakur was very careful. Even Bhakti Siddhanta was very careful. Kesava Goswami Maharaj was very careful. If something wrong, can kick you. I heard from senior devotees. One day Kesava Goswami Maharaj from his Bhajan Kutir coming out, he is going to also some Srila place. Kesava Goswami Maharaj, der ist einmal aus seinem Bhajan Kutir rausgekommen. Kesava Goswami Maharaj going outside for some seva. Für einen gewissen Seva, was er zum Tun gehabt hat. Und hörte einen Song singen, also Bhaktivotis singen. In the temple itself. And Kesava Goswami Maharaj could discover one brahmachari and one man working, they are playing radio and one song going. Kesava Goswami providing one kick on the radio, it became like chanachu, scattered. Scattered, broken into pieces. So, und da war immer Arbeit da und der Devotee und die haben Radio gekocht. Und nachher ist er gegangen und hat den Radio
wegkickt. Why? We took prasadam there. So strict. So I don't like to touch this oil, it's so heavy. So if you, it is at a time, if you are going to get bhakti, then at a time you can get. For material thing you can grow detachment. Also wenn du Bhakti kriegst, nachher kriegst du Anziehung zu Krishna und ganz natürliche Entsagung. First you can feel, after that you can. Bhakti Parashanubhava Virakti Parashanubhava Bhakti Parashanubhava Virakti Anyada Chaisa Viyeka Kala Prabhana Pushti Pushti. Simultaneously you can go. If you are going to get bhakti, you cannot make fool of Kesavasima. Look at it. Really bhakti or something like drama? You can realize they have some X-ray. Also die haben ganz Röntgenaugen, die können sofort verstehen, ob du jetzt wirklich ein Bhakti willst oder nicht oder irgendwas anderes. Was the last? So, Jiva Goswami war das letzte Vaishnav Raja Sabapatra, so dass eben keiner uns missleiten kann oder in die Irre führen kann. Jiva Goswami hat das alles festgehalten und aufgezeigt. Zu der Zeit ist man eben geholt worden dann dann ist gefragt worden, warum hast du so und so gehandelt an dem Tag oder warum hast du das und das gesagt. Aber heutzutage kann jeder irgendwie jeden Blödsinn machen, aber zu der Zeit war das alles unter Kontrolle. At present, brahmachari and sannyasi all can take a Mataji and backside of bike and run very nicely. Who is good? Yes, I'm sitting in Basasana. Heutzutage ist es so, dass Brahmacharis sogar mit Matajis hinten auf dem Rücksitz auf dem Motorradl fahren. Who is going to honor you? If there is no character, nothing, no behavior, no Vaishnavadika is there with you? Who is going to give you honor? So Baba speaking in Shastra it is written, it is called Veshopojivinaha. Those who are Veshopojivinaha. Veshopojivinaha means those who are taking Vesa to earn money and put so viele Leute, die haben eben heutzutage die Dress von einem Sannyasi oder einem Wandermönch, weil sie eben dann nicht mehr arbeiten müssen und sozusagen können sie Geld sammeln. Das ist auch möglich. So Jiva Goswami, nach der Verscheidung von Rupa und Sanatan, hat er die ganze Verantwortung gehabt. Be careful! Raghunath Goswami, our Prajan Tattvacharya. He was crying at last time. Raghunath Das Goswami, der hat da geweint, oh, er kann jetzt den Darshan haben von Jiva Goswami und dann kann er erst den Körper verlassen. So, er wollte unbedingt Jiva Goswami nochmal sehen, bevor er die Welt verlässt. So you can sing the glories of Jiva Goswami. Not only that, all over the world, Jiva Goswami, the topmost philosopher, this title is nothing. This title is nothing. No amount of honor is just sufficient for Jiva Goswami. What honor I can give to Jiva Goswami? Any amount of honor and respect is just not suitable for Jiva Goswami. In the history of this world, even
we heard from Guru Varga, or Ramanujacharya, Madhacharya came. It is written, I can show you. It is written, Jiva Gosvamipad is not less than them. So Jiva Goswami, der ist nicht weniger wie Ramanujacharya, Madhvacharya und so weiter. Not less than them. Ramanujacharya, Madhacharya. Was für große Acharyas sein, Ramanujacharya, Madhvacharya. Aber Jiva Goswami ist dasselbe Kaliber. Er hat das IT&DE Tattva alles weitergegeben und erklärt. Even more than Ramanujacharya, more than sogar mehr als wie Ramanujacharya und Madhvacharya. Es war so eine umfangreiche Erklärung. I am under the guidance of Vriddha Vaishnavai. Kritam. Those are Vriddha Vaishnava, Vidya senior Vaishnava. Like Jiva, like Madhacharya, especially Madhacharya. Whenever Jiva Goswami wanted to represent something special, he was bound to take the help of Mother, because Chaitanya Mahaprabhu already told we are Mother Gauri Sampradaya, so this way. Even going to break this Siddhanta, Ramanujacharya Shakti Siddhanta. And Madhacharya actually only they believe 100%. Vigraha is 100% same with Supreme Lord. So Madhvacharya, der glaubt 100%ig, dass die Vigraha gleichzusetzen ist mit Krishna. Und Jiva Goswami hat all die Siddhantas, die philosophischen Schlussfolgerungen, aufgezeigt und aufgelistet. Er hat so viel geschrieben und so viel gegeben der Menschheit. First privilege we have that Jiva Gosvamipad digest whole Panini Vyakaran. Digest whole Panini Vyakaran. Also Jiva Goswami, Panini Rishi, der hat eine lange Zeit Austerities und Tapasyag ausgeübt, Entsagung. Und nachher ist Shankar Bhagavan vor ihm gekommen und hat ihn gefragt, was willst du, was willst du? Und sagt er, ich will alles wissen über die Shastras, über Vyakaran. Und Shankaracharya hat ihn gesegnet. Und mit Damro, der Trommel, auf der Trommel hat er dann gespielt. Und wo er die Trommel gespielt hat, hat jetzt all das geheime Wissen über Vyakaran zu ihm gegeben. So, der Sound, der ist gewandert in das in das Verständnis oder in das, dass es eben der Panini Acharya dann aufnehmen können hat. Also der hat gleich seine Trommel gespielt, so eine kleine Handtrommel, so ein Zimbel, und dann ist das ganze Wissen, der Klang ist zu ihm eingegangen und nachher hat er die ganzen Vyakaran-Schriften geschrieben. The son of Durga, Kartik, Kala Bhakaran. Also Chaitanya Mahaprabhu, der hat das Kala Vyakaran gefolgt. So, Kala Vyakaran, das ist gegeben worden von Kartik. So original, das hat das alles in Ursprung vom höchsten Herrn. Where from coming? From Narayanudbhuta Varnakramaha. Narayanudbhuta Varnakrama, from Narayan, all coming. Don't think it is a matter of joke. All coming from Narayan. Narayanudbhuta Varnakramaha. From Narayan coming. Now Jiva Gosvamipad system is given night evolution. It was some kind of evolution.
Also Jiva Goswami war derjenige, die Leute, der hat, wenn er jetzt wirklich das antun und 15 Jahre Vyakara lernen und so weiter. Shankaracharya der ist auch gegangen und hat gesagt, so das Vyakara, das wird dir nicht helfen vor deinem Tod. Es kann dir nur helfen, wenn du dem Guru und Vaishnava folgst. So last time, Shankaracharya speaking, at last moment, Vyakaran not going to help you to cut down the age and go. Shankaracharya, Ma Guru Dhana Jana Jubana Garvam Harati Nimeshad Kalo Sarvam. This slope and another slope, pop. There it is written that Vyakaran not going to say. This is separate. So this way, actually, you see, Jiva Gosvamipad first wanted to systematize this Vyakaran. Jiva Goswami, der wollte das Vyakaran systematisieren, so dass sie nicht ihre Zeit verschwenden mit dem. But Jiva Gosvamipad putting this called Trivikram. Er hat ihnen Namen gegeben, Trivikram, Brahman. Er hat kleine Formeln gegeben. So das ganze Alphabet. Name one this is Trivikram. This group named Trivikram. This is Brahman. This. After that, memorize how to apply. Any devotee want to read, Harinam is the Vyakaran, is full of Harinam. Whenever you read the also das Harinam Vyakaran, das ist voll mit Harinam. Mit den heiligen Namen von Krishna. So verlierst du nicht die ganze Zeit. All over the world, research going on, how he developed this kind of Vyakaran, how systematized. Also auf der ganzen Welt haben sie sich gefragt, wie er so eine Formel aufschreiben hat können. Die wundern sich heute noch alle, wie das gegangen ist. So now the speciality that when Rup, Sanatana all gone, then Jiva Gosvamipad was bound to send home Srinivasa, Ramchandra Gopiyar, Narottama Thakur, with all the philosophy for preaching purpose. Because those three are the disciples of Jiva Goswami. Sikha. So die Schüler von Jiva Goswami, das waren Srinivas, das ist der Schüler von Gopal Bhatta Goswami, Narodam von Lokanath Goswami und Shyamananda von Gauradas Bani. Und die haben alle Unterweisungen genommen von Jiva Goswami. Jiva Goswami hat sie gesegnet und dann sind sie eben mit den ganzen Schriften sind sie gereist mit dem Wagen und haben überall gepredigt. Als erstes nach Bangla. And our Srinivasarya, little bit Rarkhetro, little west of Bengal. And Samananda Babu took birth in Dharanda, Mendapur. He took charge and some is called Eastern South Zone. Eastern South Zone. Big way. So, die sind alle aufgebrochen und haben gepredigt. Shyamananda hat es weitergegeben zu Rasikananda Babu. Rasikananda Babu wieder an Schüler weitergeben. Samananda Babu giving order. Hey, give him order to give initiation to him. Disciple of the disciple. He can give initiation to him. What kind of power they have?
big initiation, and power was propagated. If you are cheater, then power cannot come inside you. If I am cheater, then Guru Maharaj cannot give power to you. Also Guru Maharaj, der kann dir Kraft geben, aber er kann dir abzocken, wenn du falsche Wünsche hast. Und Jiva Goswami hat alle Sandarbhas und alle 6 Sandarbhas geschrieben, ganze Volumes von Büchern. After that he write so many, I mean, tikas of Brahma Samhita, die Tika zu Brahma Samhita, to help us. Uns eben den Weg zu weisen. Because seventh Goswami, Bhaktivinoda Thakur, helping us to understand their deep philosophy. So der 7. Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, der hilft uns eben die Philosophie zu verstehen. One or two examples I can give now about how Jiva Gosvamipad was 100% dedicated soul unto the Lord Rupa Sanatana. So, ich gebe jetzt noch 2 Beispiele, wie eben Jiva Goswami komplett hingeben war zu seinem Gurudev Rupa Goswami. Weil manche Leute sagen, Jiva Goswami war nicht in der Linie mit Rupa Goswami. Aber wie kann man so sprechen? Das ist alles Blödsinn. Jiva Gosvamipad was so careful. When Rupa Gosvamipad writing Rasamrita Sindhu, so wenn Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu geschrieben hat, the tremendous love for Guru Vaishnava. I told na, Srinivasa, just one word you can remember. The until and unless you have tremendous attraction for the lotus feet, unto the lotus feet of Guru Vaishnava, you cannot come out. Balavan adaro yasso nasad Guru padam buje. Balavan adaro yasso nasad Guru padam buje. If you have no attraction for Guru, until unless you are having tremendous attraction. Also ohne dass du wirklich komplette, so starke Anziehung hast zu den Lotusfüßen im Gurudev, dann kannst du nicht erfolgreich sein. So, Rupa Goswami one time at the bank of Jamuna in Bhajan Kutir, there Rupa was writing Rasamrita Sindhu. At the same time, An der Yamuna schreibt eben der Rupa Goswami jetzt das Buch Bhakti Rasamrita Sindhu. Und Vallabhacharya ist gekommen und der hat ihn gefragt, oh, was schreibst du jetzt momentan? Got the chance to go at his home, Arayalgram with Mahaprabhu. Weil die kennen sich ja schon, weil eben davor in Vayalgram in Allahabad haben sie sich schon getroffen. He's not a simple man. So what do you are eating? Actually it is So Vallabhacharya sagt, große Gelehrte, mit Demütigkeit hat dann Rupa Goswami gesagt, okay, wenn du irgendwas findest, einen Fehler, ich gib's dir, nimm's mit, schau's da an. In Sanskrit or Bengali it says Sanshodhan. My rectification I can do. Proofreading and Siddhanta mistake I can do. Jiva was... Und der Jiva Goswami hat sich das angeschaut, hat die Situation gesehen. Und nachher das Balabhatta, der hat ein Bad genommen. Und Jiva Goswami hat einen Kübel genommen dann und ist dann auch zur Yamuna gegangen. Und geht Wasser holen, das war eben so eine Ausrede, weil ihn Rupa Goswami eben davor gefächelt hat. Und nachher hat er den Vallabhacharya gefragt, was für einen Fehler hast du jetzt gefunden in den Schriften von meinem Gurudev, Srila Rupa Goswami? Also sagen wir den Fehler auf.
Er war ein kleiner Junge, aber der hat schon so gesprochen. Und nachher haben sie angefangen zu diskutieren. Und Balabhadra hat sich gedacht, wie viel Wissen hat der kleine Junge. So, er hat eben stoppen müssen, weil er sich nicht mehr auskannt hat. Und dann sind sie beide wieder zurückgekommen zum Rupa Goswami. Und der Balabhadra hat dann gefragt, wer ist der Junge? Gone, not speaking anything. then Jiva Gosvamipad coming back. Because Rupa Gosvamipad realized everything. Also er hat zu ihm gesagt, wer ist der Junge? Er hat dann gefragt und Rupa hat gesagt, das ist mein Neffe. Und dann ist er gegangen, ganz still. Just a few minutes before speaking, I can rectify your book. Now speaking, no need of rectification, it's okay. Und jetzt hat er eben gesagt, das Buch, ich denke, da ist kein Fehler, ich halte es lieber bei dir. Aber nachher was Rupa Goswami eben jetzt das mit ihm gesprochen haben muss, weil er jetzt das so gehandelt hat. Aber Rupa Goswami sagt jetzt zu ihm ganz ernsthaft, oh, wenn du so handelst, dann hast du keinen Platz dort in Vrindavan. So, er ist älter wie du gewesen, also warum versuchst du den zu belehren? Und Jiva Goswami ist ganz weinend, ist er gegangen. Also er hat nicht mehr gegessen, er hat nur mal geweint, nichts mehr geschlafen. We are bound to go. Baigaon, one place is there. That name is Baigaon. Baigaon means Nanda Maharaj was abducted by the servant of Varun Deva. That place. That place name is Baigaon. Schlussendlich haben sie dann vorgefunden in Baigaon. Also das ist ein Ort, wo Nanda Maharaj auch von Varuna Dev gefangen worden ist. Wo in die Ekadasi-Zeit, das Parantime nicht die richtige Zeit war. Nanda Maharaj taking bath in Asuri Vela, took Nanda Maharaj and gone to down there in Varun Loka. And Nanda Maharaj cried, Krishna, save me. So das ist eben jetzt die Story von Nanda Maharaj, der was entführt worden ist. Das ist Baigaon. Bhai bedeutet fürchten, da fürchtet er sich der Nanda Maharaj. Great affection and love, arrange one small cave, small bhajan kutir, and arranging water, and bread, and yogurt, milk, everything. But Jiva was not taking anything. Long time fasting. So Jiva Goswami, der ist ganz dünn geworden und ganz, weil er nichts gegessen hat, nichts getrunken. Nichts geschlafen. Srila Jiva Goswami hat dann dort angefangen, Bücher zu schreiben. So irgendwie war das organisiert beim höchsten Herrn. Und Sanatana Goswami ist dann gekommen, wo er sein Parigramm in die 84 Meilen Parigramm von Vrindavan gemacht hat. Und die sagen, oh Baba, dort ist ein ganzer junger Sadhu, der macht dort Bhajan, er schaut extrem schön aus, aber schreit nur nach deinem Namen. Und Sanatana Goswami hat dann gewisse Zweifel, wer kann das jetzt sein? Es muss Jiva Goswami sein. Und Jiva Goswami hat dann weinen angefangen, wo der Sanatana Goswami gekommen ist. Und die haben sich umarmt.
He wanted to insult my Gurudev. I was bound to Und er hat ihm protect the gesagt, honor of ich my wollte nur Gurudev. meine This Ehre vom Siddhanta. Gurudev schützen, das Siddhanta, Go aber away mein from me. Gurudev hat I zu mir don't gesagt, like to see your geh face. weg von mir, Go. ich möchte nicht mehr dein Oh, Gesicht yes, I sehen. know. Come on with me. Come on with me. Who is there to drive you away? With Sanatan Goswamipad taking Jiva in hand and coming in front of Rupa Goswamipad, keeping Jiva Goswamipad backside. Then So Sanatan Goswami ist dann aufgebrochen, mitten Jiva Goswami hat er mitgenommen und dann sind sie gegangen zum Rupa Goswami. Beide bringen sie Ehrerbietungen dar und Gurudev, der Sanatan, sagt dann zu ihm, Jiva Daya, das ist in die Bücher geschrieben. In Bengali, Jivedaya, Darshanik Shabdota, okhane thakbe, naki eta, what do you mean? I mean to say, Jivedaya, this word is an exhibition, or you will have to show. What do you mean? Where is Jiva? Oh, now understand, this is the reason. Heavy. Come, Jiva, come. Why you driving away? Then say, Dandavad, please excuse me. So Jiva Daya, das bedeutet eben, hat er gesagt, steht es nur in den Schriften oder ist es wirklich, dass man so handelt? So Jiva und Daya, so gib Barmherzigkeit, Daya zu Jiva Goswami, Jiva Daya. Vallabha was conscious enough to understand. He wrote one book, Tattva-deep or Tattva-pradeep, I forget, on Vedanta, Sutra. He ultimately was bound to show this book to Jivapad. Jivapad going through this book and indicating there's some mistake. Vallabha Jivapad giving Indication, this is not this Vedanta Siddhanta, this judgment So, is not proper. Jiva Goswami hat auch das Siddhanta geändert von Vallabha Goswami. Also die Bücher sind alle nochmal editiert worden vom Jiva Gosvamipad. So was für Persönlichkeit ist Jiva Goswami? Rupa Goswami genauso, Sanatan genauso. So, Jiva Goswami hat die Aufgabe gehabt, es zu korrigieren, zu rektifizieren. Even still today, unbeaten, unparalleled. Jivapad is unbeaten, unparalleled. What to speak more? So, es gibt keine so eine andere Persönlichkeit wie Jiva Goswami auf dem Vaishnava Himmel, auf dem Feld von den Vaishnava. Und Musananatibi. This slope? This way they are living life. We like to lead our life like king. Die haben ganz einfach gelebt, aber wir wollen unser Leben leiten wie Könige. Yukta Vairagya. Das ist zu verstehen. Ansonsten kann man die Vaishnava Society, Gesellschaft nicht schützen. Nobody going to hear. At the time of Prabhupada, there was a system of Ekadasi, how to follow. Now he is making one Ekadasi, he is making no unity. Heutzutage sind alle Ekadasi an verschiedenen Tagen. Es ist keine Einheit mehr. And at present we cannot find unity. That's a big problem. So I like to stop here my small speech. So I'm begging Kripa from Jivapad to get a little bit Kripa, because I'm not fit. So you can remember the sloka usually all Guru Varga speak. Nana Sastra Vichara Naikani. Sadharma Samstha Lokanam Hitakarino Divuvani Manyo Saranaka Radha Krishna Padara Binda Bhajana Nandi Namartaniko Bande Rupa Sanatano Ragujugo Jiva Bharatu Bande Rupa Sanatano Ragujugo Jiva Bharatu Vachakalpadurusya Pasi Vachanan Pavana